Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Ich bin Julia und ich arbeite als Journalistin. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Ich mache mir zuerst einen Kaffee und frühstücke dann in Ruhe. Während des Frühstücks lese ich die Nachrichten und schaue meine E-Mails an. Danach schreibe ich meine Termine auf, denn jeder Tag ist anders und das finde ich sehr spannend. Anschließend fahre ich zu einem Interview. Heute treffe ich einen Künstler und wir sprechen über seine Kunst. Das Interview hilft mir, spannende Details für meine Artikel zu sammeln. Nach dem Interview kehre ich ins Büro zurück. Jetzt schreibe ich meinen Artikel. Am Nachmittag besuche ich oft Veranstaltungen. Ich mache Fotos und sammle Informationen für meine nächsten Artikel. Wenn ich nach Hause komme, ist es Zeit zum Entspannen. Ich lese gerne Bücher oder schaue Serien. Bevor ich schlafen gehe, plane ich den nächsten Tag. Um 21 Uhr lege ich mich ins Bett und schlafe ein. Ich bin Julia und ich arbeite als Journalistin. Was macht Julia? Julia arbeitet als eine Journalistin. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Wann steht Julia immer auf? Julia steht immer um 6 Uhr morgens auf. Ich mache mir zuerst einen Kaffee und frühstücke dann in Ruhe. Was macht Julia nach dem Aufstehen? Sie macht sich zuerst einen Kaffee und frühstückt dann in Ruhe. Nach dem Interview kehre ich ins Büro zurück. Jetzt schreibe ich meinen Artikel. Was macht Julia nach dem Interview? Sie kehrt ins Büro zurück und schreibt ihren Artikel. Am Nachmittag besuche ich oft Veranstaltungen. Was macht Julia oft am Nachmittag? Sie besucht oft Veranstaltungen. Bevor ich schlafen gehe, plane ich den nächsten Tag. Was macht Julia, bevor sie schlafen geht? Sie plant den nächsten Tag. Die Journalistin. Der Journalist. Eine Person, die Nachrichten schreibt. Eine Journalistin. Ein Journalist arbeitet bei einer Zeitung. Das Frühstück. Die erste Mahlzeit des Tages. Ich frühstücke jeden Tag um 8 Uhr. Die Nachricht. Informationen über aktuelle Ereignisse. Ich sehe die Nachrichten im Fernsehen. Der Termin. Geplante Zeit für ein Treffen oder eine Aufgabe. Ich habe heute viele Termine. Der Künstler. Die Künstlerin. Eine Person, die Kunst macht. Der Künstler, die Künstlerin malt ein neues Bild.
Die Veranstaltung. Organisiertes Ereignis wie Konzerte oder Messen. Wir gehen zu einer Veranstaltung. Entspannen. Sich ausruhen und Stress abbauen. Am Wochenende entspanne ich gerne. Das Buch. Sammlung von gedruckten Seiten, die man lesen kann. Ich lese jeden Abend ein Buch. Planen. Vorbereiten, was man tun wird. Ich plane meinen Urlaub im Sommer. Du hörst jetzt die Geschichte nochmal. Lese jeden Satz laut vor und übe die Aussprache. Ich bin Julia und ich arbeite als Journalistin. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Ich mache mir zuerst einen Kaffee und frühstücke dann in Ruhe. Während des Frühstücks lese ich die Nachrichten und schaue meine E-Mails an. Danach schreibe ich meine Termine auf, denn jeder Tag ist anders und das finde ich sehr spannend. Anschließend fahre ich zu einem Interview. Heute treffe ich einen Künstler und wir sprechen über seine Kunst. Das Interview hilft mir, spannende Details für meine Artikel zu sammeln. Nach dem Interview kehre ich ins Büro zurück. Jetzt schreibe ich meinen Artikel. Am Nachmittag besuche ich oft Veranstaltungen. Ich mache Fotos und sammle Informationen für meine nächsten Artikel. Wenn ich nach Hause komme, ist es Zeit zum Entspannen. Ich lese gerne Bücher oder schaue Serien. Bevor ich schlafen gehe, plane ich den nächsten Tag. Um 21 Uhr lege ich mich ins Bett und schlafe ein. Jetzt habe ich noch paar Fragen für dich. Um wie viel Uhr stehst du immer auf? Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.